Ist diese Meeresbrise in Wahrheit nur eine chemische Maske für eine toxische Rückstandslast in der Faser? Reicht es, wenn der Fleck weg ist, während eure Hautbarriere angegriffen wird? Heute bei Unterbeobachtung blicken wir unter das Mikroskop. Wir klären. Macht euer Waschmittel nur die Wäsche sauber oder ruiniert es schleichend eure Hautgesundheit? Um dieses Ranking zu erstellen, haben wir nicht die Werbeplakate gelesen, sondern die Inhaltsstofflisten und aktuellen Laborberichte von 2024 bis heute analysiert. Wir bewerten nach 3 knallharten Kriterien. Rückstandslast. Was bleibt nach dem Spülen wirklich in der Faser? Dermatologisches Risiko. Welche Allergene und Konservierer greifen eure Hautbarriere an? Ökotoxikologie. Wie stark belasten schwer abbaubare Polymere unser Wasser? Wir starten direkt mit dem größten Marketing-Bluff auf Platz 10. Lenor. Diese Marke verkauft euch Aprilfrische. Aber das Labor antwortet 2026 mit einem knallharten ungenügend. Warum? Weil Lenor eure Wäsche nicht nur wäscht, sondern sie mit einem chemischen Film überzieht, der für eure Haut ein Albtraum ist. Laboranalysen bestätigen den Einsatz von synthetischen Moschusverbindungen wie Galaxolid. Das Problem: Dieser Stoff bleibt nicht im Stoff. Er ist lipophil, das heißt, er liebt Fett. Er wandert aus der Faser direkt durch eure Hautbarriere, reichert sich in eurem Fettgewebe an und steht im Verdacht, euer Hormonsystem massiv zu stören. Was passiert konkret auf eurer Haut? Jedes Mal, wenn ihr schwitzt, lösen sich die Rückstände aus dem T-Shirt. Über 2 Dutzend Duftstoffe, darunter das hochallergene Alpha-Isomethyl-Ionon, dringen in eure Poren ein. Eure Haut reagiert nicht immer sofort mit einem Ausschlag, aber sie gerät in einen Zustand der stillen Entzündung. Die optischen Aufheller, die Lenor für das strahlende Weiß nutzt, legen sich wie eine Schicht flüssiges Glas auf die Fasern. In Verbindung mit Sonnenlicht lösen diese Stoffe oft phototoxische Reaktionen aus. Juckreiz, Rötungen und eine chronische Schwächung eures Säureschutzmantels. In den Flüssigvarianten finden wir zudem lösliche synthetische Polymere, flüssiges Mikroplastik. Diese Chemie sorgt dafür, dass eure Haut austrocknet und ihre natürliche Schutzfunktion verliert. Lenor liefert den Duft, den ihr liebt. Aber eure Haut bezahlt den Preis mit einer 24-stündigen Belastung. Lenor liefert den Duft, den ihr liebt. Aber eure Haut bezahlt den Preis mit einer 24-stündigen Belastung, die eure Hautgesundheit schleichend ruiniert. Auf Platz 9 steht ein Gigant, den fast jeder kennt: Ariel. Das Versprechen lautet maximale Fleckentfernung. Doch die Laborrealität bis Anfang 2026 zeigt ein anderes Bild. Während Ariel bei hartnäckigem Schmutz liefert, fällt die Marke bei der Hautgesundheit und Umweltchemie oft mit mangelhaft durch. Das Hauptproblem, besonders in den Flüssigvarianten und Pods, ist die Konservierungsmittelfalle. Um das Produkt in der Plastikflasche keimfrei zu halten, setzt Ariel auf aggressive Isothiazolinone, wie Benzisothiazolinon. In der Dermatologie sind diese Stoffe als starke Kontaktallergene berüchtigt, da sie darauf ausgelegt sind, stabil zu bleiben. Lassen sie sich kaum vollständig aus der Wäsche spülen. Was macht das mit eurer Haut? Diese Rückstände landen direkt in euren Poren. Wenn ihr schwitzt, lösen sich die Chemikalien aus der Faser und können den natürlichen Säureschutzmantel eurer Haut angreifen. Die Folge: Eure Haut wird durchlässiger für Schadstoffe, trocknet aus. Und das Risiko für schmerzhafte Ekzeme oder allergische Reaktionen steigt massiv an. Dazu kommt der optische Betrug. Ariel ist hochgradig mit optischen Aufhellern beladen. Diese reinigen nicht, sondern legen sich wie ein chemischer Film über die Fasern, um Licht zu reflektieren. Dieser Film reibt 24 Stunden am Tag an eurem Körper. In Kombination mit UV-Licht können diese Stoffe zudem phototoxische Reaktionen auslösen, die eure Hautbarriere schleichend schwächen. Ariel bietet zwar technische Höchstleistungen gegen Flecken, opfert dafür aber eure dermatologische Sicherheit. Auf Platz 8 steht das Gold der deutschen Hausarbeit: Persil. Die Traditionsmarke von Henkel ist der Inbegriff für Reinheit. Doch im Labor bröckelt die Fassade. Während Stiftung Warentest die Waschkraft der Mega Pearls zwar mit gut bewertet,
zeigt die Tiefenanalyse der Inhaltsstoffe 2026 ein problematisches Bild für eure Gesundheit. Das Hauptproblem ist die intensiv beworbene Tiefenreintechnologie. Was nach klinischer Sauberkeit klingt, bedeutet chemisch gesehen eine extrem hohe Dichte an aggressiven Tensiden und optischen Aufhellern. Diese Stoffe sind darauf programmiert, tief in die Fasern einzudringen und dort zu ankern. Was macht das mit eurer Haut? Diese Rückstände lassen sich selbst durch zusätzliche Spülgänge kaum vollständig entfernen. Wenn ihr euer Shirt tragt, reiben diese chemischen Anker 24 Stunden am Tag an eurer Hautoberfläche. Laborberichte weisen darauf hin, dass die hohe Konzentration an optischen Aufhellern den natürlichen Säureschutzmantel der Haut massiv stören kann. Eure Haut trocknet schleichend aus und wird anfälliger für Mikrorisse und Umweltschadstoffe. Zudem finden sich in der Standardvariante Duftstoffe wie Benzylsalicylate, die nicht nur Allergien auslösen können, sondern über die Hautbarriere aufgenommen werden. Dass Henkel im Februar 2026 eine neue sensitive Formel ohne Farbstoffe und Mikroplastik auf den Markt bringt, ist ein indirektes Geständnis. Die Standardprodukte sind für ein gesundes Hautmilieu schlicht zu aggressiv. Persil liefert euch zwar das perfekte Weiß, aber eure Haut bezahlt diesen optischen Effekt mit permanentem chemischem Stress. Auf Platz 7 wird es speziell Perwoll. Die Marke für das Art Feine suggeriert Sanftheit. Doch die Inhaltsstoffe für die sogenannte Faserglatte und Renew-Effekte haben es in sich. Der kritische Punkt sind hier spezielle Enzyme und Konservierer. Um flüssige Feinwaschmittel stabil zu halten, greift Perwoll oft zu Isotiazolinonen. Das sind dieselben Konservierungsstoffe. Sie sind hochgradig sensibilisierend. Da man Wolle und Seide oft bei niedrigen Temperaturen wäscht, werden diese Stoffe kaum abgetötet oder ausreichend ausgespült. Für eure Haut bedeutet das ein ständig erhöhtes Risiko für Kontaktdermatitis, besonders an empfindlichen Stellen wie dem Hals oder den Handgelenken, wo die Kleidung eng anliegt. Perwoll pflegt zwar die Faser, aber die dermatologische Sicherheit bleibt bei diesem chemischen Cocktail auf der Strecke. Auf Platz 6 steht Coral, der Spezialist von Unilever für Farben und dunkle Stoffe. Das Versprechen: Farben wie neu. Doch dieser Effekt hat einen Preis, den ihr auf eurer Haut tragt. Laboruntersuchungen. Stand Januar 2026. Kritisieren bei Coral vor allem den massiven Einsatz von synthetischen Polymeren, besser bekannt als flüssiges Mikroplastik. Zum Beispiel Styrene acrylates copolymer. Diese Stoffe werden eingesetzt, um die Fasern zu glätten und die Lichtreflexion der Farben zu verbessern. Diese Polymere legen sich wie ein unsichtbarer Plastikfilm über jedes einzelne Garn eurer Kleidung. Für eure Haut bedeutet das, die Atmungsaktivität der Textilien sinkt. Dieser Plastikmantel kann bei empfindlicher Haut zu einem Hitzestau führen, was wiederum Hautirritationen und Juckreiz begünstigt. Zudem wurden in Proben von Anfang 2026 Rückstände von Methylisothiazolinon gefunden, ein Konservierungsstoff, der die Hautbarriere durchbrechen und Kontaktallergien auslösen kann. Coral schützt zwar eure Farben, aber für eure Haut ist dieser chemische Schutzfilm eine unnötige Dauerbelastung. Platz 5 belegt der Riese im Waschregal, Weißer Riese von Henkel. Oft als Preis-Leistungssieger gefeiert, zeigt die chemische Analyse ein typisches Problem von Bulk-Waschmitteln, den Einsatz von massiven Füllstoffen. Um die riesigen Packungen voll zu bekommen, wird oft Natriumsulfat, also Füllsalz, beigemischt. Diese Salze haben keine eigene Waschkraft. Sie dienen lediglich dazu, das Pulver rieselfähig zu machen und das Volumen zu strecken. Das Problem bei diesen Füllsalzen ist ihre Rückstandsneigung. Wenn ihr nicht extrem gründlich spült, verbleiben diese Salzkristalle in der Kleidung. Auf der Haut wirken sie hygroskopisch. Das heißt, sie entziehen eurer Hautoberfläche aktiv Feuchtigkeit. Die Folge: Eure Haut trocknet unter der Kleidung schleichend aus, was zu Spannungsgefühlen und Reizungen führt. Zwar hat Henkel in der neuesten 2026er Rezeptur der Mega Pearls die Flecklösekraft durch Enzyme verbessert, aber für Menschen mit sensibler Haut
bleibt der Riese aufgrund der aggressiven Tenzit-Salz-Kombination eine Herausforderung. Es ist ein effizientes Waschmittel für den Geldbeutel, aber ein Austrockner für eure Haut. Auf Platz 4 steht Spee, die schlaue Art zu waschen. Spee ist die Budgetmarke von Henkel und punktet oft durch einen extrem niedrigen Preis pro Waschgang. Doch Vorsicht! Im aktuellen Test, Ausgabe April 2025, erlebte das Spee Aktiv Gel ein Desaster und wurde mit der Gesamtnote mangelhaft 5,0 abgestraft. Was macht das mit eurer Haut? Das Problem bei Spee ist die aggressive Zusammensetzung der Flüssigvarianten. Um den günstigen Preis und die Haltbarkeit zu garantieren, werden hier oft billige, aber hochallergene Konservierungsstoffe wie Methylisothiazolinol eingesetzt. Laborberichte weisen darauf hin, dass die Rückstände in der Kleidung bei empfindlichen Menschen zu Rötungen und Juckreiz führen können, während die Megapearls, also das Pulver, deutlich besser abschneiden. Ist das Gel ein Risiko für eure Hautbarriere? Spee ist effizient für den Geldbeutel, aber in der flüssigen Form ein chemischer Stressfaktor für eure Haut. Wir kommen jetzt zu meinem absoluten Lieblingsteil, den Top 3. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier geht es nicht um leere Marketingversprechen, sondern um echte Qualität und, was mir am wichtigsten ist, um eure Gesundheit. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an die ehrlichen Produzenten, die beweisen, dass man Wäsche strahlend sauber bekommt, ohne die Haut der Verbraucher zu gefährden. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt und meine Leidenschaft für diese Transparenz teilt, tippt jetzt einmal kurz auf euren Bildschirm und klickt auf den Like-Button unten links. Abonniert den Kanal, sendet uns ein kostenloses Hype oder teilt dieses Video mit einem Freund. Das ist die größte Unterstützung, damit wir als Unterbeobachtung weiterhin völlig unabhängig, ohne Werbeverträge und ohne Maulkorb der Industrie für euch testen können. In der Videobeschreibung findet ihr zudem Links, um die Preise der heute analysierten Produkte direkt zu vergleichen und sicher einzukaufen. Platz 3 belegt ein echter Traditionshersteller. Dalli. Das Familienunternehmen aus Stolberg zeigt eindrucksvoll, dass man keine Milliardenbudgets braucht, um Spitzenqualität zu liefern. Besonders die Linien Dalli Sensitiv und Dalli Met wurden in den Labortests 2025/2026 immer wieder positiv hervorgehoben. Der entscheidende Vorteil für eure Haut. Dalli verzichtet bei diesen Produkten konsequent auf Parfümé und Farbstoffe. Das bedeutet, kein chemischer Duftteppich, der eure Poren verstopft. Die Inhaltsstoffliste ist im Vergleich zu Giganten wie Ariel oder Persil deutlich kürzer und cleaner. Das Risiko für Kontaktallergien sinkt hier fast auf Null. Dalli ist der Beweis, dass man auch ohne aggressive Optiktricks saubere Wäsche bekommt, die eure Haut in Ruhe lässt. Ein absolut ehrlicher Player im Spitzenfeld. Auf Platz 2 steht der Pionier aus Mainz, Frosch. Während die großen TV-Marken noch mit Chemiekeulen hantieren, liefert Frosch 2026 den Beweis, dass Nachhaltigkeit und Hochleistung zusammenpassen. Im neuesten Test von Stiftung Warentest, Januar 2026, wurde der Frosch Fein- und Woll-Waschbalsam zum alleinigen Testsieger gekürt. Warum ist das ein Segen für eure Haut? Frosch verzichtet konsequent auf den optischen Betrug. Das heißt, keine optischen Aufheller, keine Farbstoffe und kein Mikroplastik. Stattdessen kommen pflanzenbasierte Tenside aus europäischem Anbau zum Einsatz. Für eure Haut bedeutet das maximale Entlastung. Besonders die Aloe-Vera-Linie respektiert den natürlichen Säureschutzmantel so gut, dass selbst Menschen mit empfindlichster Haut kein Jucken oder Spannen mehr spüren. Frosch pflegt nicht nur die Faser mit Proteinen, sondern schützt euch vor der schleichenden chemischen Belastung. Ein verdienter Platz 2 für alle. Die Familiengesundheit ernst nehmen. Bevor wir jetzt zur absoluten Nummer 1 kommen, dieses System der chemischen Belastung endet nicht im Waschraum. In meinem Shampoo-Video haben wir genau das gleiche Muster bei der Kopfhaut entlarvt. Wer das gesehen hat, versteht, warum wir hier so genau hinschauen müssen. Schaut euch das nach diesem Video unbedingt an. Doch bevor wir zur Nummer 1 kommen, ein Trick, wie ihr eure aktuelle Marke sofort entlarven könnt. Der Glas-Wasser-Test. Nehmt ein Glas warmes Wasser
und rührt einen Löffel eures Waschpulvers hinein. Wenn das Wasser nach einer Minute nicht glasklar ist, sondern eine trübe Schicht am Boden bleibt, habt ihr das Problem gefunden. Füllstoffe. Die Industrie mischt billige Salze und Zeolite unter, um die Packung aufzublähen. Diese Stoffe waschen nicht. Sie bleiben als mikroskopischer Sand in euren Fasern hängen und reiben den ganzen Tag an eurer Haut. Das ist der Grund für diesen unerklärlichen Juckreiz am Abend. Aber wer macht es besser? Wer verzichtet auf diesen chemischen Ballast? Und hier ist sie. Die unangefochtene Nummer 1 für eure Gesundheit im Jahr 2026. E-Koffer. Wenn wir bei Unterbeobachtung vom Goldstandard sprechen, dann meinen wir die E-Koffer Zero-Linie. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung für Menschen, deren Haut keine Kompromisse verträgt. Das absolute Reinheitsgebot. E-Cover Zero ist von der DAAB, dem Deutschen Allergie- und Asthmabund, und der ECARF zertifiziert. Das bedeutet 0% Duftstoffe, 0% Farbstoffe, 0% optische Aufheller. Hier gibt es keine chemische Maske, die einen frische Duft simuliert. Laboranalysen bestätigen, was nach dem Waschen in der Faser bleibt, ist dermatologisch absolut neutral. Eure Haut kommt nur mit sauberem Stoff in Kontakt, nicht mit einem Chemiecocktail. Trotz dieser Sanftheit ist die neue Screen Power Formel 2026 so stark, dass sie selbst bei 30 Grad Fett- und Eiweißflecken zuverlässig knackt. Ecover ist für mich die einzige Marke, die das Versprechen von reiner Wäsche wirklich ehrlich meint. Rein von Flecken und rein von Giften. Das Fazit ist klar. Lasst euch nicht von künstlichen Düften blenden. Eure Haut ist der Preis dafür. Wenn ihr die Gewinner dieses Tests zum besten Preis sucht, ich habe euch alle Links direkt unten in die Beschreibung gepackt. Vergleicht die Preise, schützt eure Gesundheit und kauft ab heute klüger ein. Das war's für heute bei Unterbeobachtung. Bleibt gesund, bleibt kritisch. Wir sehen uns im nächsten Check.